Hallo und willkommen! Was wir heute machen werden, wir werden neue Klebegewichte montieren an der XZ550. Danach werden wir hier etwas aufräumen. Ich brauche definitiv mehr Platz hier. Und dann werden wir noch die Vergaser synchronisieren. Bleibt dran! So, hier haben wir jetzt alle Klebegewichte. Ich habe sie schon mal aufgetrennt. 50 Gramm für vorne und wie gesagt 20 Gramm für hinten. Das haben wir gestern alles nochmal mit den Klebegewichten schon mal ausgewuchtet. Und da mir die nicht ganz so gut gefallen, werde ich die jetzt etwas sauber machen, leicht anschleifen und dann mattschwarz lackieren. Und dann kommen sie auf die Felge. Also, bereiten wir die Felgen vor. Die Felgen müssen auf jeden Fall sehr sauber gemacht werden an der Stelle, wo ich jetzt die Gewichte aufkleben möchte. Und ich werde sie auch nochmal ganz leicht anrauen. Wird schon passen. So, das ist jetzt die Vorderradfelge. Genau unterhalb dieser Speiche war der Schwerpunkt zu setzen, also die Gewichte zu setzen. Jetzt werde ich hier diesen Speichenbereich mal sauber machen. Ich werde versuchen, die Gewichte hier in die Speiche hineinzusetzen. Hier einmal rechts und einmal links, auf beiden Seiten gleichmäßig. Und dann denke ich, sieht das ganz gut aus und wird auch hoffentlich halten, denn das breiteste, wirklich glatte hier an dieser sehr, sehr schmalen Felge sind wirklich die Stege von den Speichen. Hier sind überall konkav die Flächen und da wird nichts kleben. So, jetzt sind die Flächen etwas angeschliffen, um letzten Dreck, der auch noch dran ist, etwas lösen zu können. Dann gereinigt, fettfrei gemacht. Meine Finger sind sauber, sonst hätte ich jetzt nicht drauf gefasst. Jetzt kommen die Gewichte drauf. So, der Lack von den Gewichten ist wunderbar. Die Gewichte sehen echt klasse aus. Jetzt hoffe ich, dass sie wirklich auch kleben. Und dann fange ich mal mit den ersten an. Das setze ich direkt hier ganz unten in die Speiche hinein. So, alle Gewichte sind drauf. Die Markierung kann entfernt werden. Und mir ist natürlich bewusst, dass je weiter die Gewichte nach innen kommen, hier auf der Felge, je weniger Effekt werden sie haben, weil die Hebelwirkung weniger wird. Aber man hat mir auch im Motorradladen gesagt, völlig egal, das wird schon alles klappen. So genau nehmen muss man es hier an der Stelle auch nicht. Vielleicht habe ich es auch schon viel zu genau genommen. So, dann sind wir auch schon an der hinteren Felge. Ich suche die Markierung. Da ist sie. Da sind auch noch unsere 10 Gramm vom Auswuchten. So, das Steckgewicht werde ich jetzt noch abnehmen. Denn jetzt kommen unsere schönen Klebegewichte drauf. Auch hier an dieser Stelle werde ich es ganz leicht anrauen, dann entfetten und dann kommen unsere, auf der Rückseite nur 4 kleine Klebegewichte drauf. Das heißt 20 Gramm, jeweils 5. Hier oben ist die geradeste Fläche. Hier haben wir Gott sei Dank an der Hinterachse eine deutlich breitere Felge. Also werde ich meine 4 Gewichte genau hier anbringen. 2 auf jeder Seite. Das ging dann doch deutlich besser mit den Klebegewichten, als ich gedacht habe. Ich wollte ja eigentlich die originalen Steckgewichte haben. Die gibt es aber leider nicht mehr. Weder bei Yamaha noch bei anderen Oldtimer-Motorradläden. Vielleicht kennt ihr welche, wo es die gibt. Ergänzt das in den Kommentaren, falls ihr was habt. Ansonsten denke ich, dass die Klebegewichte jetzt auch ganz gut tun. Vorne bin ich nicht ganz so glücklich mit der Speichenlösung für die Klebegewichte.
aber hier hinten ist das wunderbar geworden. So, als nächstes aufräumen. So, fertig. Das ging schnell. Ich bin alles los. Wir haben wieder richtig viel Platz. Das waren alles Teile von Schlachtfahrzeugen, von alten Projekten. Raus damit. Jetzt haben wir Platz, die XJ550 zu synchronisieren. Das heißt, die 4 Vergaser werden jetzt synchronisiert. So, das ist der Plan. Ich habe mir dieses Brett gebaut. Das ist letzten Endes eine Schlauchwaage. Wir haben 4 Schläuche. Alle 4 sind am unteren Ende miteinander verbunden. Sie sind alle lang genug, um dann auf die Unterdrückanschlüsse unserer Vergaser gesetzt zu werden. Wir haben hier einen Einlass bzw. eine Unterbrechung, ein kleines T-Stück. Über dieses T-Stück habe ich Öl eingefüllt. Dieses Öl steht jetzt immer auf der gleichen Höhe, dadurch, dass alle verbunden sind miteinander. Und dieses Hilfsmittel wird uns jetzt zeigen, welcher der jeweiligen Zylinder hat mehr Unterdruck bzw. weniger Unterdruck. Und dann versuchen wir, die Maschine so einzustellen, dass hier letzten Endes der Stand gleich bleibt und keiner dieser einzelnen Zylinder oder einzelnen Vergaser mehr zieht als der andere. So, wie fangen wir an? Wir werden zuerst den Tank abbauen. Dann werde ich mal schauen, wie ich eine kleine Plastikflasche als Spritreservoir umbaue, um sie hier oben am Lenker zu befestigen, dass wir auch weiterhin, wenn die Maschine läuft, Sprit bekommen. Danach wird die Maschine warm gelaufen und dann sehen wir weiter. So, wir haben den Tank entfernt über diese Schraube. Das hier ist der Tankfüllstandsgeber bzw. die Leitung davon, die haben wir auch getrennt. Dann gab es hier noch eine Unterdruckleitung, hier unten drunter sieht man sie. Die haben wir abgenommen vom Benzinhahn. Dann natürlich die Benzinleitung vom Benzinhahn abgenommen. Diese Benzinleitung ist etwas länger als Original. Original geht die nur bis hierhin. Ich habe aber letztes Jahr schon mal einen Benzinfilter eingebaut, deswegen ist diese etwas länger. Ich habe gleich dran gedacht, dass ich wahrscheinlich synchronisieren werde und ein bisschen einen längeren Schlauch brauche. Generell ist es gut, wenn diese Leitung ein bisschen länger ist. So hat man immer, wenn man hier irgendwelche Arbeiten verrichten möchte, ein bisschen mehr Spielraum und kann auch mal den Tank drauf lassen. Ja, ist ganz praktisch, hat sich gerade gezeigt. Als nächstes werde ich hier eine kleine Reservoirflasche aufbauen, um die Maschine warm laufen lassen zu können. So, die Flasche ist fertig. Als nächstes Benzin rein. So, wir sind wieder am Motorrad. Die Flasche ist befüllt mit Benzin. Das wird reichen fürs Warmlaufen und fürs Abstimmen. Wenn nicht, geben wir noch was hinterher. Jetzt kommt die Flasche oben auf den Spritschlauch drauf und dann können wir die Maschine anmachen. Wenn wir die Maschine anmachen, werde ich auf jeden Fall die Garage aufmachen, ein bisschen für Durchzug sorgen. Dann wird sie warm laufen, sehen wir dann im Schnelldurchlauf und dann geht es ans Synchronisieren. So, ganz toll. Unsere schöne Flasche ist nicht dicht. 5 Minuten später ein neuer Deckel. Es ist alles dicht, ich habe die Flasche auch schon aufgehängt. Wir können die Maschine anlassen und warm laufen lassen. Wie gesagt, jetzt gehen die Türen auf und dann wird hier ein bisschen durchgelüftet. Vorher aber noch der Windstopfen auf die Unterdruckleitung bzw. den Unterdruckanschluss, der normalerweise zum Benzinhahn geht. So, die Maschine ist warm gelaufen. Ich habe auch schon die Unterdruckanschlüsse angesetzt. Was jetzt noch fehlt für speziell dieses Modell, das hat das YICS-System, also YICS von Yamaha, ein System hier für die Ansaugung
Das heißt, die einzelnen Ansaugkrümmer hier sind miteinander verbunden durch kleine Luftbohrungen und diese Luftbohrungen müssen jetzt für das Synchronisieren einmal geblockt werden. Dafür wird dieses Werkzeug eingeschoben und wenn ich diese Schraube anziehe, dann werden diese einzelnen Dichtungsgummis sich ausdehnen und den Kanal verstopfen, in Anführungsstrichen, und so können wir dann ganz sauber synchronisieren. Dieses kleine Hilfswerkzeug wird seitlich in den Zylinderkopf eingeschoben und dafür muss ich hier eine Schraube lösen und dann komme ich an den Kanal, der einmal komplett durchgeht. So, ich denke, im Video konnte man ziemlich gut sehen, dass am Anfang Zylinder 4 sehr, sehr mager war. Hat man auch gesehen an der Verfärbung des Kümmers. Jetzt zum Schluss hin sind sie alle gleich eingestellt, sind auch stabil geblieben. Zwischendurch hatte ich auch mal stabile Zustände, aber auf einmal hat es sich dann gegeben, dass ich wieder nachstellen musste. Die Leerlaufdrehzahl sollte immer zwischen 1000 und 1100 stehen, das heißt, da musste ich noch zweimal nachregulieren. Zwischen dem Einstellen, ganz wichtig, immer mal wieder einen Gasstoß geben, habe ich am Anfang vergessen, hat es dann auf jeden Fall erleichtert. Das heißt, der Effekt des Einstellens ist nach dem Gasstoß deutlich besser zu sehen. Und ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Die Benzinflasche ist mittlerweile auch leer und ich lüfte hier nochmal ein bisschen besser und dann bauen wir die Kiste wieder zusammen. Wir sind fertig. Wir haben die Klebegewichte angebracht, damit die Reifenmontage beendet. Wir haben die Werkstatt aufgeräumt, bin ich sehr froh drüber. Und wir haben mit unserem schönen kleinen Tool, mit der Schlauchwaage, haben wir unsere Vergaser erfolgreich synchronisiert. Die Maschine läuft jetzt super. Ich werde jetzt auch sofort eine Probefahrt machen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!